Et mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à Nice, il est 18h30. Vous pouvez maintenant utiliser vos appareils électroniques. Guten Morgen aus Nizza. Es ist 2:30 früh. Wie ihr seht, bin ich unterwegs irgendwo hin, nämlich zum Bus, der uns um 3 nach Roubion bringt, den Startpunkt unseres 110 Kilometer Laufs durch die Berge des Mercantour Nationalparks. Das Kaltwetter-Kit wurde aktiviert. Das bedeutet, ich darf nicht mit Sandalen laufen. Das sind meine Schuhe für heute. Sehr groß, sehr klobig. Das erste Mal mit 10 Socken. Der Startpunkt unseres UTMB Nice 2022 geht gleich mit Regen los. Die warmen Sachen sind draußen und in 15 Minuten geht's dann an den Start. Da vorne wurden die Drop-in-Bags abgegeben. Das ist für nach 60 Kilometern kann man dann Sachen wechseln und so weiter und so fort. Der Start ist verspätet, weil ein Bus ist zu spät gekommen. Deswegen durften wir alle in die Kirche rein. Also 110 Kilometer, über mehr als 5000 positive Höhenmeter und 6000 Meter nach unten. Das wird ein sehr interessantes Erlebnis. Also bis zum Start. So, über eine Stunde später geht es jetzt los. Habe ich schon gesagt, dass es regnet? Los geht's! Der Anfang ist gemacht. Wir befinden uns irgendwo ganz hinten. Eine letzten. Und es pisst. Irgendwo da unten. Müssen wir hin später. Das lohnt sich auf jeden Fall zu vermelden. Ein paar 100 Meter gelaufen und der erste Stau. Das wird lustig. Auf der Seite, dann müssen wir da drüben lang. Das sind die Fähnchen, denen wir folgen müssen. Hinter uns auch noch Leute, vor uns Leute. Da sieht man nichts mehr. Wenn es sich dafür nicht lohnt zu rennen hier, wow, super toll. Da unten irgendwo müssen wir hin. Runter. Die erste Aid Station, gerade hinter mir gelassen, 10, irgendwas Kilometer und 2 Stunden, also 5 km/h mit dem Stau am Anfang. Und jetzt kommt das super lange Stück bergauf, ungefähr 17 Kilometer mit einer Steigung, ja, die ich so noch nicht gehabt habe. Wir haben jetzt ungefähr 15 Kilometer weg, fast 15 muss ich sagen. Und jetzt sind wir an dem 17 Kilometer langen Berg. Geht nur hoch, 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 aber super schön. Und für dieses Wetter muss ich sagen, mit Sandalen wäre das heute nicht gegangen. Das ist ziemlich rutschig bergunter. Verpflegungsstelle, 17,8 Kilometer. Ja, Sporthalle. So, das kann man viel erzählen bei einem Anstieg. Es geht nach oben, hat schwerer beim Atmen und es dauert lange, also zumindest bei dem, ist auch der längste. Aber irgendwie müssen wir bald ankommen, noch 3 Kilometer ungefähr, laut Plan, wenn unsere Uhren stimmen.
Und dann, ja, dann melde ich mich dann einfach wieder. Im Moment muss man ganz schön die Puste mit der Puste haushalten. So, bis später. Keine Lust mehr zu reden. Noch ungefähr 300 Höhenmeter. Hallo. Eine sehr freundliche Kuh. Das so gehört jetzt echt dazu, weil ich glaube, das ist das letzte Stück von dem Berg. Es geht echt steil hoch. Keine Ahnung, aber jeder geht langsam. Oh, ich auch. Wir auch. Von da kommen wir. Das ist übrigens David. Moin. Und ja, hoffentlich haben wir dann den höchsten Punkt der Strecke bald erreicht. Es sind jetzt schon ein paar Menschen, 2 haben wir jetzt schon gesehen, die ein bisschen Probleme gekriegt haben. Aber das ist auch kein Wunder bei so einer Strecke. Also es ist schon anspruchsvoll. Ja, ja. So, gehen wir mal weiter. Desde aquí un buen saludo a René. Mira René, aquí es el barro como en nuestra caminata, entonces el entrenamiento estuvo bien. Un saludo a Colombia. Ja, Kamera nimmt auf und man sieht Schlamm und Matsch. Da muss man echt gut aufpassen, vor allen Dingen mit Videokamera. Und jetzt geht es halt runter und von da kommt man. Ja, es ist echt schön schlammig. Also, wie viel haben wir jetzt weg? Wir haben 33, ein bisschen mehr als 33 Kilometer weg. Und wir sind jetzt schon 7,5 Stunden fast unterwegs. Muss ich mir vorstellen. Naja, das ist hochgerechnet, vielleicht könnte es ein Drittel sein. Sagen wir mal so. Wenn sich das überlegt, das dauert noch ein bisschen. Also, bis später. So, man gucke sich das mal an jetzt. Dafür macht man das. Wir sind fast auf Marathonabstand. Noch nicht ganz, 41 noch was. Und jetzt lichtet sich das Ganze. Es wird echt fantastisch. Vielleicht kriegen wir noch einen super, wie nennt sich das? Sunset? Sonnenuntergang. So ist es in Deutsch. Jetzt sind es noch ungefähr 8 Kilometer oder so bis zur nächsten Verpflegungsstation. Und dann noch weitere 12 bis zur großen, wo wir ein Abendbrot essen können. Ja, und dann geht es in die Nacht. Aus Matsch wird Stein. Und da unten willst du nicht sein. Ja, ja, schöner Reim. So wird man ein bisschen, wenn man viele Stunden unterwegs ist. Wir sind jetzt auf ungefähr einem Trajekt von, oder einer Marschroute von 24 Stunden. Ich bin gespannt. Da ist der Abgrund. Voller Nebel. Und da ist der Weg. Jetzt geht's runter Richtung Utdele oder wie das heißt. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Aber da unten das Dorf, da müssen wir hin. Und es geht die ganze Zeit so schön runter hier. Übrigens, über die Schuhe kann ich mich nicht beklagen. Das ist fantastisch. Guten Grip und bis jetzt keine Probleme mit den Zehensocken. Also, hoffen, dass das so bleibt. Aber wir haben festgestellt, dass wir langsam sind. Da kann man nichts machen. Es gibt viele, viele schnelle Menschen. Hier eine Zusammenfassung, was wir gerade gemacht haben. Wir waren bei der großen Verpflegungsstation in Levens. Dann haben wir Nudeln gegessen mit einer Brühe, uns umgezogen und jetzt geht's mit Lampi die Nacht in. Wir haben noch 48 Kilometer. Wahrscheinlich kommen wir um zwischen 7 und 8 dann irgendwann. Vielleicht ja 8 dann in Nizza an. Gucken wir mal. Von da unten sind wir dann. Die ganzen Leute mit Stirnlampen und da oben laufen sie auch noch. Das ist im Nebel, geht's runter. Gucken.
Und da kommt auch wieder jemand. Es ist jetzt 1:06 Uhr und wir sind jetzt bei einer Aid Station angekommen. Irgendwie 78 Kilometer, also wir haben noch ein bisschen. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen, was zu trinken wieder. Dann gucken wir mal. Musiki, alle kaputt. Wir auch. Hier sieht also ein Zug von Stirnlampen aus, die auf den Berg runterlaufen. Es ist dunkel. So, wir haben jetzt noch 2 Berge zu bewältigen. Und ja, dann sind wir irgendwann in Nizza. Es regnet schon wieder, aber das geht bestimmt vorbei. Da ist der David. Mit David war ich also unterwegs von Anfang an. Mehr als 25 Stunden mittlerweile. Und wie man sieht, die Sonne scheint, ganz ungewöhnlich für unser Abenteuer. Aber dann begrüßt uns die Stadt, wie wir es verdienen nach diesem Strapazen. Da haben sie sich fürs Ende noch was ausgedacht. Warum? Nicht schlecht. Wenn man schon so lange braucht, dann wird man auch belohnt. Und da ist das Ziel. 27 Stunden. Scheinbar hat die Kamera nicht aufgenommen, aber wir sind bald ins Ziel eingelaufen. Erster UTMB, 110 Kilometer, Nizza. Und mit so einem Wetter wird man dann begrüßt. So, das war's dann. Wie habe ich den UTMB 2022 Nice die 111 Kilometer erfahren? In 3 Worten: wahnsinnig, grenzverlegend, überraschend. Auf welcher Ebene hat das Ganze gespielt? Natürlich auf der körperlichen Ebene. In welchem Maße? Viel. Auf der mentalen Ebene? Extrem viel. Auf der intuitiven Ebene? Überraschend viel. 3 Ausrüstungsgegenstände, von denen ich denke, dass die gut dazu beigetragen haben, dieses Rennen erfolgreich abschließen zu können. Auf Nummer 1 mit großem Abstand 10 Socken, sehr wertvoll. Nummer 2 Kiliam PX Pants von Path Projects, eine nordamerikanische Firma. Die Hose hatte ich von der ersten Minute bis zur letzten Minute an. Super. Nummer 3 die Stirnlampe von Magic Shine MOH 35B. Es gibt auch was Negatives zu vermelden. Polar Grid X Pro, DNF nach 12,5 Stunden. Das bedeutet, nach 12,5 Stunden war die Batterie alle. Und das ist für eine Uhr, die 40 Stunden zu bieten hat, einfach nicht toll. Das Ganze hat zum Ergebnis diese schwere Medaille, auch schwer erarbeitet natürlich, die man als Finisher dieses Rennens bekommt. Und gekoppelt daran sind 3 wertvolle UTMB Running Stones, die ich in der Zukunft benutzen kann, um ein Ticket zu ergattern für eines der prestigiösen Rennens rund um den Mont Blanc in Chamonix. Natürlich bleibt mir ein sehr erfülltes Gefühl darüber, dass ich den Herausforderungen gewachsen war, die mir dann da in den Weg geworfen wurden, und natürlich Lust auf mehr. Es ist auch schon viel mehr geplant, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken für all die Unterstützung, die mir zuteil geworden ist von Familie und Freunden, das Mitfiebern und die Glückwünsche hinterher. Vielen Dank dafür. Ich bin überrascht und begeistert, was man leisten kann, wenn man sich gut auf irgendwas vorbereitet, und möchte mich damit verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß und dass ihr alles in vollen Zügen genießen könnt, so wie ich das auch weiterhin machen werde. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.